Hallihallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play die Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude. Schönen, meine Freunde, wir fliegen gleich nach Präsentium. Habe ich eine Lust, modifizieren können wir die vielleicht. Jetzt haben wir hier schon 2 von 3 Mods drauf. Gibt es die Möglichkeit, als Magazin-Mods, ne? Spacious Joys. Die Modifikation lädt Kugeln im Lauf vor. Bringt uns nichts. Plasma bringt uns nichts. Geeignet einfaches übergroßes Magazin. Wäre natürlich nice. Aber ne? Visier hilft uns auch nicht viel weiter. Lauf. Ja, Schalldämpfer. Was ändert die? Sichere Erhöhung der Feuerrate. Feuerrate plus 15. Kann ich dann schneller schießen damit? Weil das ist ja genau das, was wir eigentlich brauchen, ne? Oh, schade, schade, Schokolade. Ich hoffe, ich mache damit keinen Fehler, aber eigentlich... Ist das überhaupt die richtige Waffe? Ja. Dann würde ich das mal einmal machen. Weil, das kann ja nicht schaden. Können wir mal gleich einen Test mäßig hier... Die nehmen wir. Können wir das nicht? Ach, der hat schon den Sprinterlauf. Feuerrate 15. Spaßkanone. Kann ich die hier nehmen? Die kann ich theoretisch noch draufballern. Was macht ihr denn an Schaden? Oder wir machen halt ein übergroßes Magazin drauf, ne? Magazingröße ist halt... Ja, ist halt aber auch 9. 9. Ich glaube, Spaßkanone macht da mehr Sinn, ne? Hoffentlich mache ich keinen Fehler, ey. LOL! Nee. Arschlecken. Verstehe ich nicht. Ich denke, die macht da mehr Schaden. Kritischen Schaden. Kinders. Wir müssen auf jeden Fall mal uns ein bisschen hier weiterbilden in Waffenlogik. Wir fliegen erstmal nach Präsentium. Wir kümmern uns später um den Scheiß. So. Präsentium ist, glaube ich, auf Monarch, ne? Nö. Nein, das ist der Gefängnisplanet. Da ist der Dingens. Ach, da tatsächlich, ne? Das verstehe ich nicht so ganz, aber wir machen das jetzt. Ist klar, ist nur dieser... aber da war doch... Oh, Entschuldigung. Ne, okay. Bin ich irgendwie auf dem falschen Dampfer? Ne, das ist es von Präsentium. Macht's... Sollen wir direkt den Frachthafen, haben wir vielleicht direkt Ärger, ne? Aber lass uns einfach mal ausprobieren. Probieren geht über Studieren, Leute. Captain, transmission request from Ambrose Manor. Okay. Captain! Imagine my surprise when I saw the Unreliable leaving Gorgon with so much urgency and purpose. Tell me you found Mother's journal. I'm positively dying for good news. Too bad. But on the bright side, you've outdone my old freelancer. I don't think you made it very far at all. If I know Spacer's choice, getting past the lockdown will be more complicated than just hitting a big red button.
You'll need authorization, and layers of it. I seem to recall that Mother worked closely with Gorgon's R&D personnel, but not close enough to invite them over for dinner and cocktails, if you get my meaning. By now, they'll have moved on with their lives. If only I could do the same. I knew Mother was involved with some important chemical trials, but I had no idea her pet project was adrenatime. Adrenatime is a working man's stimulant, like a caffeinoid. Very popular at launch, though the marketing quieted down over time. What? No. I mean, there's some very morbid wording in the fine print, but I had no idea adrenatime could make marauders out of people. That's it. That must be it. Spacer's Choice is keeping their dirty little secret about adrenatime off the record. We have to find Mother's journal. If we don't, then Spacer's Choice gets away with murder. I only hope we aren't too late. Adrenatime was touted as the working man's best friend, a drug that boosted productivity with no adverse effects. The promise of adrenatime cannot be overstated. Exhaustion and fatigue were supposed to be obsolete. Workplace accidents would be things of the past. For whatever reason, the drug never lived up to that promise. I don't know. And thanks to Spacer's Choice, we may never find out. I know that I'd like to see a colony where the promise of adrenatime was fulfilled. And I doubt I'm the only one. Thank you. I certainly ought to know what I'm doing. I spent years trying to break into pharmaceuticals, professionally speaking. Mother wouldn't hear of it. She didn't think I had the wit to succeed in her line of work. Safe travels. If your leads give you any trouble, be sure and give them some trouble back, yes? Ta! Ich traue ihr noch nicht so ganz. Sie hat mir selber gesagt, traue niemanden. Und, ja, ich habe auch immer so, ich denke, sollte ich ihr so viel verraten? Aber, dazu muss ich sagen, ich finde die Schuhe erstens geil. Dazu muss ich sagen, ich habe halt, dann einfach Bock mehr zu erfahren. Das ist das Problem, ne? Und wenn ich einfach abstechen würde, die Informationskette abbrechen würde und sagen würde, du kannst nicht mehr oder ich hau jetzt ab, dann würde ich natürlich nicht mehr erfahren. Das würde mich schon ein bisschen ärgern. Zudem heißt es ja, halt dir deine Feinde, halt dir deine Freunde nah, deine Feinde noch näher. Ich würde sagen, wir nehmen mal eine Leibgarde mit. Ich würde auch gerne ein paar Weibchen mitnehmen. Können wir nur 2 mitnehmen? Bis zu 2. Nee, nö. Weibliche Leibgarde mit. Dann wollen wir mal schauen, wie sicher wir unterwegs sind, wa? Wobei wir, glaube ich, hier relativ gut mit dem Revolver auskommen sollten. Den wir glücklicherweise nicht modifiziert haben, weil ich mich daran erinnere, dass die hier nicht sonderlich gut ausgestattet waren. Ich versuche natürlich dementsprechend jetzt mich hier ein bisschen vorsichtiger als sonst. Ruhestandsviertel ist falsch. Hier müssen wir gar nicht hin. Gar nichts war das. Ah, leck mich doch am Arsch. Try that again.
Tut mir leid. Du bist selber schuld, Kollege. Ich sage ja, das wird kein Spaziergang. Mädels, das wird kein Spaziergang. Normalerweise höre ich immer lustige Fahrstuhlmusik und Tanz dazu. Aber heute, ne? Versucht euch unauffällig wie möglich zu verhalten. Wenn gekämpft werden muss, dann müssen wir kämpfen, Freunde. Ne? Wisst ihr Bescheid? Mädels, ich zähle auf euch. Why can't something exciting happen around here for once? Nothing is wrong. Ah, sieht gut aus. Energizing ointment. Enjoy 6 cups worth of concentrated caffeine at every time. Die bleiben schön da hinten. Mal ein bisschen aufpassen. Wie Konzernleute sind. Wir sollten uns natürlich jetzt auch nicht mit gezogener Waffe hier durch Dinge spazieren, ne? Wir versuchen uns relativ normal zu verhalten. Remember that stranger I saw on the War in der Bar eine Möglichkeit durchzugehen? Wer bist du denn, Kollege? Ach, das ist alles noch von der Schießerei, oder was? Okay, hier ist nichts. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir können nur hier durch. Und da scheinen direkt welche zu sein. Direkt 2 Wachen. Da müssen wir hin. Wo müssen wir hin? Da. Wie ist das denn, wenn wir durch diese Kanalisation flüchten? Wir machen mal ein bisschen. Wir können uns natürlich jetzt hier durchschießen. Weil wir halt echt overpowered sind. Habt ihr gerade gesehen, da reicht ein Schuss mit dem Revolver, um so einen Rekruten wegzuknallen. Aber es ist natürlich spannender, wenn wir uns ein bisschen so hier durch kämpfen. Also nicht wirklich kämpfen, so... Ah, Mist. Ah, verdammt. So ein bisschen durchsneaken. Ich finde das spannender. I've always loved that sculpture. Unser Ziel ist es, so wenig Soldaten... Moin! Wie möglich. Ja, ein paar Reste von letztem Mal. So wenig Soldaten wie möglich auf uns aufmerksam zu machen, ne? Da müssen wir hin. Da kommen wir nicht lang. Du kommst doch hier I love irgendwo Byzantium. Where else zu diesem Spacer's Choice Dehydrated Abwasserkanälen. Now available in carbonated. Aber wie? Das sieht gut aus. Ha! Siehst du? So. Und wir durch diese Abwasserkanäle. Ne, da ist der Paketservice, also müssen wir hier rein. Und da kommen wir irgendwie hinter diese Absperrung. Und von da aus gucken wir dann, was wir machen. Der sagt mir jetzt, wir müssen da wieder hoch, aber es gibt doch irgendeinen anderen Weg. Oder nicht? Jetzt lenkt einen natürlich die ganze Zeit diese Markierung ab. Auf jeden Fall sind hier unten keine Roboter mehr. Die haben wir alle platt gemacht. Schon vor langer Zeit. Da. Sehr gut. Da müssen wir hin. So. Sag ich doch. Oi. Hier ist aber auch nicht mehr viel los. Das ist nicht schlecht für uns auf jeden Fall, ne? Da habe ich fast ein schlechtes Gewissen, aber wir hatten keine Alternative. Die Alternative wäre gewesen, wirklich Unschuldige umzubringen. Ich dachte, hier müssten wir hin. Nee, aber wir sind wenigstens auf der richtigen Seite.
Unsere Alternative wäre gewesen, Unschuldige umzubringen. Alter Vater, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier durchgehe. Ist von ihr Unschuldige gestorben und noch nicht mal weggeräumt, ihre Leichen. Naja, ich meine Unschuldige, du hast es verdient. Du kannst froh sein, dass es so viele Leute sind. Da ist tatsächlich noch einer. Das ist direkt gegenüber hin. Wir könnten jetzt da einfach rennen. They got the drop on us. Nina Prescott. Müssen wir mit ihr sprechen? Nee. Hey, I know your face. You're wanted by the board. So sieht's aus. Wow. You're a living, breathing outlaw. That is, until security outside gets their eyes on you, but let's not spoil the moment. If you're here for the annual Canid review, I'm afraid it's already over. Only thing going on behind those doors is good, old-fashioned lawful behavior. This greeting constitutes your confidentiality agreement. You hereby agree not to disclose the location or existence of these events. Thank you for cooperating. Exactly. You do catch on fast. Now then, how can I help you? Mr. Mostly is indeed attending our event, although I am disappointed to discover he did not officially enter his Canid Laplace into our competition. You should find Mr. Mostly just inside the prep room. Head inside and take the door to your left. We find that our clients enjoy the appearance of participating in illegal activities. Secrecy contributes to a feeling of indecency. This kind of thing's pretty common. Bijou's used to do a prison-themed night. Served fish sticks with tartarus sauce. Oh yeah, prison-themed night was the best. Plus, they gave away limited edition designer handcuffs. The Musgrave family collection was intended to be a gallery of fine art. And here we are, using this place to practice semi-legal canid shows. Scandalous, isn't it? That's privileged information. I really shouldn't tell you. Ich finde es sympathisch, dass sie so einen kleinen Silberblick hat, ne? Finde ich cool, dass sie da ein bisschen Variation auch in die Charaktere bringt. Sie ist bis jetzt die, wo ich wirklich sage, da erkenne ich überhaupt keinen anderen wieder. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mich da irre. That's a fair point. All right, I'll tell you. But just keep this between us. The Musgraves own one of Earth's largest private collections of art and literature. They were going to have the entire collection shipped all the way to Halcyon. Unfortunately, that collection never arrived. We haven't heard anything from the delivery convoy, and there's some purely hypothetical concern that the collection might be, well... I was going to say indefinitely delayed by unforeseen and unknowable circumstances, but yes. Let's go with that. Anyway, that's as much as I can tell you. Will there be anything else? Schade, ich dachte, vielleicht können wir uns da ihr irgendwie einen Auftrag aus den Leiern ziehen, aber anscheinend nicht. Ich will mal was versuchen. Ich werde mal einmal gleich das Spiel neu starten. Nur mal gucken. Ja. Ich wollte nur mal gucken, ob das auch bei Zivilisten geht. Also, ne, das war jetzt mal nicht in Character, das war nur so... Moinsen! Das war nur mal so ein kleiner Test. Ich wollte gerne mal sehen. Oh, nehme ich mir mit, wenn das kein Diebstahl ist, noch besser. Ich wollte nur mal sehen. Entschuldigen Sie, ich knack das mal eben, ne? Ne,
stören Sie sich nicht dran. Ich wollte nur mal sehen, ob das bei Zivilisten auch geht oder ob man das immer nur bei Gegnern machen kann. Aber du kannst anscheinend jeden eingreifen, auf den du Bock hast. Irgendwelche Konzerne hier? Sieht nicht so aus. Ist die eigentlich nur jetzt mit dem DLC hier begehbar, diese Kunstausstellung hier oder diese verrückte Möter-Ausstellung? Scheint so nichts Interessantes zu geben. Just between the two of us, I hope this doesn't. Ach, das ist ein Möter. Are you one of the guards on patrol? I don't suppose you've any formal training in canid husbandry. I really am at my wit's end. It's my little Anubis, you see. He's listless and miserable. I simply don't know what to do about his condition. Ich frag mal das, weil ich da unwillkürlich an das Haus Anubis denken muss. Oh, naturally. All our canids are named after the legends of the old pharaohs. Family tradition, you see. You must understand, Anubis is a very picky eater. He dines exclusively on Terra 2 Saltuna, none of that rubbish from Monarch. Unfortunately, we've had a bit of a shortage lately. He's so miserable without his Saltuna. Finde ich ja lustig, dass die Möter hier züchten wie wir Hunde. Oh, absolutely. Erstmal ausfragen, der Typ. Egyptology is a family tradition. Did you know that the old pharaohs were buried in a monument along with all their belongings? The tradition was maintained for millennia, from Khufu all the way to Rockefeller. Really? I can't imagine why. All our sources come from board-certified academics. Yes, I suppose you're right. I doubt all this excitement is doing any favors to his digestive system. I suppose I have been spoiling him with Saltuna. He could use a change of palate. Oh, I do have some limited edition Rizzo's CCN 76 chocolate bars. Vollidiot. Ganz ehrlich, Vollidiot. Really? I had no idea. I suppose I'll just treat him to some Spectrum Violet then. You've been a world of help. I'll leave a good word on your permanent record. Beim Vorstand erhöht, das ist nicht schlecht. Das ist der Möter. Oh, 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 oh. Abspeichern. Look at those wiggles. You think that means we're friends? Yeah, Guck dir das look an, wie out. geil. That's what they Die sind teach us einfach in mal the Möter kids als everywhere. Hunde. Finde ich witzig. Können wir uns mit allen unterhalten? Nein. Die kennen wir doch. Okay, wo ist hier der Gegner? Einmal. Obwohl, wir haben gerade schon einmal gespeichert, ne? Egal. Hier ist ein roter. Ich würde gerne nur wissen, wo sich unsere Wache versteckt, damit wir gleich keine ungebetenen Überraschungen haben. Aber, naja, finden wir es raus. I'll be sure to raise Ah, a das ist glass davon of gerade. Rizzo's Spectrum Violet to your timely assistance. Oh, you don't have to be scared of these canids, Captain. I don't think they're gonna hurt you. It's a brilliant idea. Achtung, Achtung! Okay, hier haben wir nur eine Verkaufsautomat. Guck mal, einmal. Müssen wir reden? Ich will ja erstmal ein bisschen hier umschauen. Ich finde den Schauplatz gerade interessant. Da unten war noch eine Tür. Und da hinten ist tatsächlich...
Ah, es scheint ein Fahrstuhl zu sein, dann gucken wir uns das doch später an. Ich dachte, da geht es irgendwo zum Kampf. Dann würde ich sagen... Ach, Kampf, das ist ja hier eine Zuchtschule. Ist ja Quatsch, was ich gerade sage. Dann würde ich sagen... Gucken wir uns mal an, was er hier zu erzählen hat. Hey, Maverick Johnston's newest star. I've got a question for you. Do you know the interesting thing about canid shows? Good instincts. Mathematically speaking, the interesting thing about canid shows is this. They're an exercise in futility. Winning is predetermined. Over time, the inevitable trend is that the race goes to the swift. Time and chance are just statistical outliers. In other words, if you put enough canids through enough trials, the one with the most optimal attributes generally wins. Exercise in futility. Okay. Oh, goodness, no. Not at all. I'm an actuary, you see. Well, not entirely. The actuarial sciences are more of a passion than a profession. So I suppose that makes me mostly an actuary. That's a bit of a family joke. I'm Clarence Mostly. Mm-hmm. Yes, that's us. Mostly oak trees, too. My grandfather invented them, you know. Well, no, he didn't invent mostly oaks, but he did purchase the naming rights back during the terraforming days. It's essentially the same thing. Ja. Oh. Then you're not here about my monograph. It's true, I was involved with Project Gorgon, but that chapter of my life is long since closed. Listen, I don't know what you want with Gorgon or with me, but let me give you some free advice, Let the past go. Live in the moment. Enjoy the party. Mhm. I left Gorgon behind for a reason. Several reasons, in fact. Corporate sabotage, abnormally high fatality rates, and the Marauders. We buried Project Gorgon for good. Don't go digging up its grave. You seem like you're in the margin of competence for a freelancer. Find yourself some better work. Mhm. Ich glaube, den hau ich erstmal raus, ne? Let me hazard a guess. You didn't listen then, and you're not about to listen now. Lifting the lockdown won't be easy. You'll need to send overrides from the chem lab and human inquiry. I don't have that level of clearance, but I know two people who do. Aha. The trouble is, I don't know you. I don't trust you. I washed my hands of Gorgon, and you're asking me to dirty them all over again. I'm going to need a good reason. Ich würde tatsächlich entweder das sagen. Einschüchtern würde ich zum Schluss, wenn er irgendwie jetzt gar nicht kooperativ wird. Passiert, ich will nur die Wahrheit herausfinden. Yes, the birthplace of the Marauders. And a graveyard for all our mistakes. Starting Project Gorgon was our first mistake. Trying to bury Project Gorgon while it's still very much alive and clawing its way back to the surface, that may be our last mistake. I advise against trying to dig up what's been buried.
Sooner or later, you're going to draw up something rotten. I want a favor from you. Do something for me, and I'll do something for you. That way, we don't have to rely on mutual trust. The grand prize trophy to the Canid Review. I want it in my hands. Get me that trophy, and I'll give you the remaining researchers. Names, locations, as much information as I have. My Canid, Laplace, is statistically superior to every other Canid in this review. Better average sprinting time, superior gait coefficient, optimal anatomical symmetry. I didn't bother entering little Laplace in this pointless contest. He's already won on paper, you see. That trophy rightfully belongs to him. Oh, you're much too kind. Does this mean you'll do it? Head into the main hall and take the elevator down into the maintenance tunnels. You'll find a service passage that leads up into the trophy room. The maintenance tunnel is the only way up into the trophy room. Some technician barred the door shut on our end. Ask Tilda Coatsworth about it, over by the podium. What's on your mind? My eye! I was wondering where I'd misplaced that old thing. It's perfectly preserved, you know. Every eye possesses unique dimensions, not unlike a fingerprint. The circumference, the shape, the color of the iris. An eye makes excellent proof of identification, assuming you don't mind removing one. I'd rather not get into the details. If Spacer's Choice ever asks you to test out their new model of monocle, just say no. Ich glaube, wir können das Auge getrost geben. Ne? Wir haben ja damit schon alles freigeschaltet, was wir freigeschaltet haben wollten. Well, that's rather responsible of you. I'll put a good word in your permanent record. What's on your mind? At the moment, nothing. I have a one-track mind. I can't stop thinking about that trophy. Why isn't it in my hands? When is it going to be in my hands? And so on and so forth. You get me that Best in Show trophy, and it'll clear my mind right up. Mhm. Okay, Vorstand wird erhöht. Ja, wegen meinem Anzug. Nee, ich bin das ja, ne? Charakter. Zufällig Vorteil der Ruf. Der Vorstand. Ah, gut, so 100% schlecht. Ich glaube, das können wir auch nicht mehr hochwarten. Ne? Wir sind auf ewig Feinde des Vorstands. Auch wenn Ihnen den Kollegen hier das scheißegal zu scheinen sein. Da hämmert der Nachbar. Ich glaube, ihr hört das nicht in der Aufnahme. Hä? Jetzt auf einmal verboten? Komisch, gerade war es die ganze Zeit erlaubt. So, ich hole dir deinen scheiß Pokal. Also würde ich mal an der Stelle die Klappe halten. Ach, jetzt ist die Tilda auch hier. Oh, perfect. Another company buffoon stomping about in a full suit of armor. All over my finest marble. Shouldn't you be on guard duty? Unfortunately, you're too late. The review ended a few days ago. We've submitted our results to the Judiciary Committee and await arbitration. In 8 to 10 short weeks, we'll have the name of a winner. Probably. That gives us 8 to 10 weeks to file a maintenance request. Our technician barred the vault door and then disappeared without a trace.
Can you believe that? Now you're speaking my language. The Musgrave Vault contracted a security consultant from UDL. They sent a technician to install a few security upgrades, anti-dissident automechanicals and the like. That technician barred the vault, but neglected to leave us with a way in from here. He wasn't seen leaving the security room, so I can't imagine where he's gone off to. UDL personnel are so irresponsible. No offense. Absolut nicht. The tunnels are guarded by automechanical security. I don't look nearly boorish enough to resemble a UDL guard, so they'd probably shoot me on sight. Again, no offense. In any case, I'd rather not step foot in the tunnels. The tunnels are for disposing of unwanted refuse, and no place for a respectable Byzantine. Your eagerness to serve your betters is commendable. Here's a key card. It should help you get around inside the tunnels. Now, was there anything else? I'd like to get back to mastering over the ceremonies, or people might question why I have this role at all. Ich weiß nicht, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder sowas? Ah, Papa, die stimmt nix, alles gut. You'd only be letting them into Byzantium temporarily. Genau. It's to sneak them out and... 19. So. So, hier haben wir eine Wache, eine Werkbank. Hier wird wahrscheinlich alles bewacht. Nämlich gehen kommen sofort die Roboter. Ich habe ja eine panische Angst vor Robotern, darf man nicht vergessen. Siehst du? Ich dachte, im Wartungstunnel passiert eben nichts. So einfach geht das. Einen anderen Roboter schon untersucht. Alles klärchen, Popärchen. Schauen wir uns unten mal um. Ich glaube, hier könnten wir einmal, ne? Wir können jetzt also eine Schlüsselkarte öffnen. Das könnten wir einmal... Zack, zack, zack. Zack, zack, mitnehmen. Ui, da ist der Techniker. So. Kindapine Duft. Achso. Tja. Ui. Das ist der Pokalraum, wa? Kann man nicht knacken. Ui. Diplomatenausrüstung verbessern, das können wir auf jeden Fall machen. Hier sind so ein paar unwichtige Sachen. Ich würde ja gerne den nicht knacken, aber können wir nicht mehr. Was ist eigentlich das hier? V. Bringt gar nichts, ne? Okay. Der bringt uns nach oben. Wenn wir einmal sehen, wahrscheinlich könnten wir uns hier an den Robotern vorbeischleichen. Wenn wir sneaky gewesen wären. Oh, oh, gerne, soll ich nicht, nein. Oh, ich muss jetzt mit den
den Waffen hier auch auseinandersetzen. Ein bisschen Waffen That's erneuern. beyond cruel, even here. Ja. Okay, irgendwas ist hier crank. Warum sind die hier tot? Sind das tote Züchtungen? Na, das werde ich euch noch unter die Nase reiben, Leute. So, ich glaube, wir haben fast alles gesehen. Dann geht's mal hoch in den... In den Pokalraum. Muggles. Können die sich gegenseitig anschießen? Höchstwahrscheinlich nicht, aber witzig wär's. Nur so das Interesse, ob da was passiert. Natürlich nicht. Wäre ein bisschen albern auch. You know, stealing from these assholes is its own reward. Wenn wir nicht die Information brauchen, würde ich das Teil mitnehmen. Ach, naja. Wir brauchen die Munition leider. Und die können wir nicht knacken. Weil wir nicht genug mechanische Dietriche haben, obwohl wir die momentan ohne Ende aufgesammelt hatten. Oh. Kommt raus, Mädels. You know, the careers of 9 out of 13 actors end after their debut serial. Enjoy the fame while it lasts. Dead canids in the service tunnels. Domesticated canids? Why, that's utterly revolting. Oh, God. Good. I should hate to think I've misjudged your character. Every canid, regardless of their physical attributes, is a companion to their master. To kill a companion is a profound and unforgivable breach of trust. I'm glad I chose not to participate in this loathsome canid review. I will, however, take their trophy. My trophy! Look at this thing! Have you ever seen a more garish monument to the boredom of the elite? If only Grandfather Mostly were alive today, I would have loved to wave this trophy right in front of his cataracts. I hope you won't take it personally when I say I had my doubts about you. Nothing ever gets done in Byzantium, you see. Competent work is, well, a statistical anomaly. Lifting the emergency lockdown requires overrides from the Chem Lab and Human Inquiry. Access to those facilities requires authorizations from 2 senior-level researchers. Marion Blakesley, Jasper Lowe. They went into hiding after the project collapsed, but I've managed to calculate their last known whereabouts within a reasonable margin of error. I see you're familiar with my technique. I'd love to show you my numbers, but there aren't nearly enough napkins in this room. After the project shut down, I had to keep my mind occupied. I worked on my actuarial tables, calculated the average lifespan of a spacer's choice worker, that sort of thing. I realized some of the researchers had to be alive. I ran some numbers, did a little research, and concluded that the 2 most likely survivors are Marion Blakesley and Jasper Lowe. I'll tell you what I can. Dr. Marion Blakesley supervised the Human Inquiry and Auditing Facility. Live subjects, measuring tape and syringes, that sort of thing. Someone sabotaged the facility. Blakesley tendered her resignation and vanished.
I'm reasonably certain she's hiding in a maintenance bay on Groundbreaker. Alles klar, Groundbreaker. Well, with Spacer's choice equipment, who even knows? Dr. Blakesley tendered her resignation lawfully, but under suspicious circumstances. If you want to know more, you'd best ask her yourself. Dr. Lowe described himself as a dazzling genius in his review. I disagreed. Of the 19 criteria that constitute the rubric of genius, Dr. Lowe only met 15. After the project shut down, corporate traded him off to Anti-Cleo in exchange for 5 lab coats. He's been transferred to an orbital lab around Olympus. Our office gave Dr. Lowe and his team every opportunity to develop a drug under perfectly reasonable guidelines and generous deadlines. Dr. Lowe failed to meet our requests and largely succeeded in using our supply of drugs to get himself higher than the mortality rate of a line worker at a Saltuna cannery. Certainly. What's on your mind? I'll tell you what I can. Dr. Lowe described himself as a... No, Captain. Lab coats, as in scientists. Is your captain always this dense? How are you all still alive? I live for risk. Let's get back on topic. You've... Try to exercise... So. You did fetch a trophy for my little applause. Technically, that makes you my canid servant. And by the transitive property of employment, my responsibility. Arschloch. Aber irgendwie sympathisch. Okay, Freunde. Das heißt für uns, wir sind hier fertig. Können wir noch mit ihr sprechen über die... I've got a lot on my mind right now. Our trophy's gone missing, but I can't file an investigation because what we're doing here is technically illegal. Oh, don't look so cross. Those canids were put down mercifully. Not every canid is suited to the intense competition of our review. Some few canids display flaws that cannot be redeemed. A limp, wall eye, poor coloration. Are you getting emotional over some canids? You know we have a bartender just downstairs. Help yourself. Anyway, listen. Nature is red in tooth and claw, and so are we. Competition is practically a law of the universe. I shouldn't have to explain this to you. Go and attend to your business then. Arguing with you is a waste of time. Ja. Dem kann ich nichts entgegensetzen, werte Dame. Ja, mal sehen, was unser Kollege, ob der noch was dazu zu sagen hat. I'll be sure to raise a glass of Rizzo's Spectrum Violet to your timely assistance. Moinsen! Thank you for participating in our confidentiality agreement. What can I do for you? Gar nichts. Leute, ich glaube, jetzt gibt es eine Schießerei. Und dann versuchen wir von diesem Drecksplaneten abzukommen, wa? Here we go. That was fun. Selber schuld, Kollege. Ich habe nicht drum gebeten. So, einmal abspeichern, würde ich sagen. Und ab zum Schiff. Welche Hauptmission haben wir denn jetzt am Tagebuch? Ach, ich habe immer noch der Helm war nicht auf, ne? Lande an der
was? Ja, normalerweise würde ich auch sagen, zuerst so Groundbreaker, wa? Ach so, das Ding ist wieder aufgeladen worden, Miss ne? Ellie, Dieses Special. Dr. Finhill. I notice your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Sure. I'm short on bits at the moment, but I'll pay you back. Oh, no. I mean, it don't cost nothing. I got a spare spring in my pocket here, even. Everything's got a price. Meine Pavati einfach sympathisch oder ist sie sympathisch? Kann man nicht anders sagen. So. Wartungstunnel. Wir hauen über die Wartungstunnel ab. Ich möchte so wenig Wachen wie möglich töten und auf meinen Aufenthalt hier aufmerksam machen. Wir sind ja kein erbarmungsloser Killer. Jetzt hin zurück. Hier glaube ich nicht. Hier lang? Das müsste aber jetzt der richtige Punkt sein, ne? Ja, das sieht richtig aus. Ich hoffe doch. Oder gehen wir jetzt wieder zurück? Oh, ich glaube, das ist genau falsch. Ey, ich habe gerade echt den Überblick verloren. Kommen wir von hier? Ich hoffe doch nicht. Einmal im Kreis gelaufen. Ne, hier sind wir richtig, genau. Dann würde ich sagen, verschwinden wir unauffällig. Ja Gott, ey, hier liegt noch alles rum. Oh, echt ein ekelhafter Planet, muss ich schon sagen. Ich verstehe, warum Ellie hier weg wollte. So. Oh, wir haben es geschafft, Mädels. Ekelhaft hier, oder? Ihr seid aber auch Partybomben, muss man sagen. Guck mal da. Da müssen wir eh nicht hin. Das haben wir gut geschafft. Ich hätte mit viel mehr Gegenwehr gerechnet, ehrlich gesagt. Zack. Würde ich sagen, das ist hier die Groundbreaker, ne? Wir müssen uns mal um die Waffen kümmern. Ey, ihr merkt, wie ich das aufschiebe, ne? Someone has left a threatening message on your terminal, Captain. I was unable to trace its origin. Please make a note of it. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Das ist schon wieder dieser komische Hutmann. Ich dachte jetzt, hier können wir die abspielen. Certainly, Captain. What would you like to hear? As you wish, Captain. Take care. Wo kann ich denn diese gruselige Notiz mir anhören? Kann ich gar nicht. Ach so, okay. Ja dann. Das ist Gorgon. Ab zu Groundbreaker. The Groundbreaker Auxiliary Base. Ich dachte, wir würden hier irgendwo eine... Aber die spielt sie doch dann normalerweise ab, oder nicht? Hier ist nichts und Ada hat uns auch nichts gesagt. Die hat uns nur gesagt, dass eine Nachricht da wäre, oder habe ich mich verlesen? Egal, meine Freunde. Ich würde sagen, ich wechsle mal einmal mein Outfit. Wie meinen, sind wir jetzt hier... Müssen wir hier nicht verkleidet durch die... Ach, warte mal, das könnte auch ganz geil sein. Aber die haben alle keine Mod-Slots, ne? Leider Gottes haben die alle keine Mod-Slots. Ich habe nichts, was man groß modden könnte. Die sind alle schon vergeben. Schade, ich hätte die gerne nochmal aufgestockt mit einer Diplomatenausrüstung. Geht aber nicht. Zu schade, zu schade. Naja.
Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. We'll be here, Captain. Or will we? Haha. Alles klar. Ich bin mal allein unterwegs, Mädels. Das schaffe ich schon selber hier. Danke für eure Unterstützung. Wo sind wir denn hier? Bin ich doof? Auf der Groundbreaker. Hier habe ich ja noch nie angedockt. Wo sind wir zum Fick? Nope. Danger. LOL. Leute, wo wir hier sind. Ich hab mich... I don't know. Ich bin echt überrascht, wie ihr merkt. Ich würde sagen, wo wir hier sind, Freunde, das klären wir im nächsten Teil von Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude-Channel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, teilt dieses Video, damit ich Reichweite generieren kann. Das wäre ganz, ganz lieb. Und ja, seid auch das nächste Mal wieder dabei. Habe ich irgendwas vergessen? Aktiviert die Glocke, genau, und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude-Channel. Bis dahin und tschüssikowski. Ciao, Bella.